Und in Psalm 74, es geht um Israel in den letzten Tagen. Und es ist für viele Menschen, solche Versen interessieren sie nicht. Aber es ist ein Segen für eine wiedergeborene Christ, dass sie wissen können, dass diese Tage uns nicht einholen können. Wir sind von dem Tag des Zorns errettet durch das Blut Jesu Christi. Und wir lernen auch hiermit, dass Gott sorgt um seine. Die Kinder Israels sind in Trübsal, die große Drangsal, was die ganze Erde überfallen wird. Die Kinder Israels sind für diesen Tag aufbewahrt und Gott wird sie prüfen. Und wir kommen hier zu Vers 11. Und Vers 11 steht hier geschrieben: Warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte, ziehe sie hervor aus deinem Gewand, mach ein Ende. Wir haben hier letztes Mal gesehen, dass die ganze Land hier spottet Israel. Die spottet Israel und es sind kein Prophet mehr, Vers 9, und niemand bei uns weiß, wie lange. Wir haben da die Bemerkung gegeben, niemand hier heute Abend wissen, wie lange wir haben, bevor die Entrückung. Aber der Tage hier spricht nicht von der Entrückung. Die Israeliten, sobald den Mensch der Sünde aufsteht in das Heiligtum, sobald er aufsteht, und in 2. Thessalonicher Kapitel 2, sobald er sich sitzt in dem Tempel Gottes und zeigt sich als Gott, das ist der Anbeginn von der zweiten Hälfte des Trübsals. Und jeder Kind Gottes weiß, jeder, der bibeltreu ist, weiß, dass der Trübsal ist in 2-3,5 Jahre Periode dann abgebrochen. Das heißt, 1260 Tage bevor der Antichrist sich offenbart, wird die erste Hälfte des Trübsals schon vorbei. Und die letzte Hälfte ist dadurch gekennzeichnet, wo der Mensch der Sünde sich in den Tempel setzt und gibt sich vor, dass er Gott ist. Und das heißt, die Israeliten hier sagen, es sind kein Propheten mehr da und niemand bei uns weiß, wie lange. Ich kann die Israeliten ganz genau sagen, wie lange. Von dem Tag, wo der Antichrist in dem Tempel sitzt und sich selbst als Gott zeigt, die haben 1260 Tage. Und man sagt, ja, warum sagen wir hier, niemand weiß, wie lange? Jeremia sagte in dem Buch Jeremia, dass die Kinder Israels 70 Jahre lang in die Gefangenschaft gehen werden. Und dann später, als die ins Gefangenschaft gegangen sind, Daniel sagte, dass er durch das Lesen in Jeremia hat sich entziffert, dass die Kinder Israels 70 Jahre dann im Gefängnis bleiben werden. Es ist schwarz auf weiß geschrieben. Aber wer nimmt Gottes Wort wahr? Wer nimmt Gottes Wort als ein Leitbild für ihres Lebens? Wer könnte dann sagen, Gott hat mir dies gezeigt und ich glaube daran? Jedes Mal, wenn du auf das Wort vertraust und jedes Mal, wenn du ein Beispiel in der Bibel findest für dein Leben und du versuchst, dein Leben danach zu leben, wenn es Gottes Wille ist, der wird sich dann diesem Pfad segnen, und wenn es nicht Gottes Wille ist, der wird dir den anderen Pfad zeigen. Aber du kannst niemals verkehrt gehen, wenn du nach Gottes Wort läufst. Und die Israeliten hier in den Zeiten von der Trübsal haben keinen Propheten mehr. Die sind alle stumm, die sind alle blind. Die Bibel sagt, wie ein stummer Hund, der nicht bellen kann. Ich habe heute eine Predigt von meinem Pastor gehört. Weißt du, was die Aufgabe von einem Prediger ist? Ist zu bellen. Es ist zu zeigen, jemand ist da. Der Nummer 1 Feind von einem Dieb ist nicht eine Alarmanlage, es ist ein bellender Hund. Wenn ein Dieb in ein Haus kommt, der einen bellenden Hund hat, der möchte diese Unruhe nicht haben. Die Propheten in der letzten Zeit von den Israeliten sind beschrieben als ein stummer Hund, der nicht bellen kann. Die Aufgabe von einem Prediger ist nicht, die Menschen ständig und dauerhaft zu trösten, sondern zu bellen und euch zu warnen. Es gibt einen Dieb und er lauert vor der Tür. Und leider sind die meisten sogar heute am Schlafen und nicht, die können nicht bellen, die verstehen Bellen nicht. Wenn die bellen würden, das würde heißen für sie weniger Einkommen. So, die lernen, ihren Mund zuzuhalten
Und die lernen nur das zu sagen, was die Menschen trösten. Ich habe einen Bericht heute Abend für die Gemeinde Jesu Christi, weil es in Psalm 74 geschrieben worden ist. Wir sollen es lesen und wir sollen es zu Herzen nehmen. Es wird uns helfen, mal Gottes Wort zu lesen, was diese Welt dann vorlegt. Wir lesen in Vers 11, warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte? Klagelied, Kapitel 2 und Vers 3. In seinem grimmigen Zorn schlug er ab jenes Horn von Israel. Er zog seine rechte Hand zurück vor den Feind und hat Jakob in Brand gesteckt, wie ein flammendes Feuer, das ringsum alles verzehrt. Es kommt ein Tag, wo Gott sein grimmiges Zorn auf diese Erde gießen wird. Und an dem Tag, das Haus Israel wird nicht geschützt, sondern Gott zieht seine Hand zurück und lässt alles reinkommen und lässt Israel dann angegriffen. Da steht hier, er zog seine rechte Hand zurück vor dem Feind. Seine rechte Hand hat den Feind zurückgehalten. Gibt es irgendeine Erklärung, wie Israel überhaupt existieren kann, die umringt sind von ihren Feinden, wenn es nicht für die rechte Hand des Herrn wäre? In 2. Thessalonicher, Kapitel 2, ich habe diese Stelle erwähnt, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, was wir studieren heute Abend, ist Geschichte im Voraus. Und wir können dann wissen, was später auf der Erde kommen wird. Und wir lesen in 2. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Das ist irgendwas, was das alles zurückhält. Und wenn er aus dem Weg genommen wird, dann, wie das Sprichwort geht, es bricht die Hölle los. Es bricht tatsächlich die Hölle los auf diesen Erde. Die ganze Filmindustrie ist erfüllt von Beispielen von einer Erde, wo die Menschen alle von Teufeln besetzt worden sind. Und die Gedanken, die wir von Teufeln haben, schützt uns am besten von der Vorstellung, dass wir meinen, ja, diese Tage sind aber längst irgendwo in der Zukunft, wenn die kommen überhaupt. Die Tage sind schon da und es ist schon am Wirken. Und eines Tages wird das, was dann zurückhält, aus dem Weg genommen werden und die ganze Erde wird dann zu der Hölle dann übergeben. Die Gemeinde Jesu Christi wird entrückt und alles, was hier übrig bleibt, wird von der Satan und seinen gefallenen Engeln, die Teufeln, regiert. Und das ist eine Erde, eine Vorstellung, was du überhaupt nicht haben willst. Die ganze Erde jetzt schreit und hofft auf den Tag, wo die Christen nicht mehr da sind. Wir halten alles auf. Wir zerstören alles. Wir können keinen Spaß mit diesen Christen haben. Die Menschen sind gnadenlos. Die sind schamlos. Die sind von Teufel erfüllt, überall. Aber die Tage sind noch nicht da. Aber heute Abend lesen wir, von was dann die Erde und Israel dann ausgesetzt werden. Und in Psalm 74, Vers 11, warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte? Gott sagte Israel in 5. Mose, Kapitel 31, er sagte ihnen klar und deutlich, dass er von ihnen für eine Zeit lang verstecken wird. Warum? Damit sie geplündert, damit sie dann niedergemetzelt, damit die verbrannt, damit die vernichtet werden. Gott wird sein Angesicht vor Israel verstecken. Gott nimmt seine Hand zurück und lässt den Feind in Israel eindringen. In Psalm Kapitel 74, warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte, ziehe sie hervor aus deinem Gewand, mach ein Ende. Und was wir jetzt gerade sehen werden, ist ein Vergleich, und ich habe euch letzte Woche das im Voraus gesagt, dass der Trübsal ist mit der Befreiung aus Ägypten dann verglichen, wo Pharao dann eine schwere Last auf Israel dann gelegt hatte, wo Pharao dann alle Jugendlichen dann umgebracht haben, das heißt Abtreibung. Die Kinder beim Geburt wurden abgetrieben, die wurden dann weggeschafft von der Herde. Und wenn ihr dann
das lesen würde und folgen würde, wie die Zeitgeist heutzutage die Kinder vernichten wollen. Es ist grausam, den Geist, mit dem diese Welt zu tun hat. Und das ist nur eine Splitter oder eine Bruchteil von das, was kommt. Der Bibel vergleicht den Endzeiten mit den Tagen Noahs, mit den Tagen Sodom und Gomorra und den Zeiten von den Juden, von der Zeit, wo Gott sie errettet hat, von ihr Beherrscher, dem Pharao. Den Pharao in der Bibel ist ein klares Beispiel oder ein Vorläufer des Antichristus. Und Gott nutzt diesem Beispiel, Israel auch ein Wunder zu zeigen, wie sie auch durch diesen schweren Zeiten gerettet werden. Selbst dieser Teil hier, warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte, ziehe sie hervor aus deinem Gewand, mache ein Ende.